Im heutigen Video müssen wir über Batteriezertifikate, Garantie bei gebrauchten Elektrofahrzeugen reden, denn zum einen ist das Thema erneut im Fokus geraten, nachdem die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und insbesondere gebrauchte Elektrofahrzeuge deutlich gewachsen ist, nachdem die Spritpreise dieses Jahr gestiegen sind und zum anderen, weil diese Batteriezertifikate sehr aggressiv auf YouTube und auf andere Stellen auch von Händlern beworben werden und diese Zertifikate auch sehr oft genutzt werden. Ob es aber tatsächlich einen Nutzen davon gibt, werden wir heute in diesem Video besprechen. Wir haben im letzten Video das Thema schon angekratzt, als wir versucht haben zu erklären, wie schwer die Batteriekapazität im Elektrofahrzeug zu ermitteln ist. Und wer den Kanal abonniert hat und schon den Kanal kennt, weiß, dass hier sehr viel Wissen vermittelt wird und das passiert manchmal über längere Zeiträume und verschiedene Videos. Und genau auf diesem Video und auf dieser Basis vom letzten Video werden wir hier das Thema aufbauen. Denn ohne dass man versteht, wie die Batteriekapazität eines Elektrofahrzeugs ermittelt wird, wird man wahrscheinlich die Hälfte von diesem Video nicht verstehen. Und bevor ihr hier an dieser Stelle das Video abbricht, wenn ihr euch für Elektrofahrzeuge interessiert und auch wenn ihr euch jetzt momentan nicht für Elektrofahrzeuge interessiert, die Elektrofahrzeuge werden kommen und das Wissen, was hier in diesem Video vermittelt wird, werdet ihr auf jeden Fall beim Kauf oder Verkauf von Elektrofahrzeugen definitiv brauchen. Aber auch im Alltag, um zu verstehen, wie die Batteriekapazität vom Auto ermittelt wird. Deswegen würde ich euch bitten, das Video an dieser Stelle zu pausieren, wenn ihr das alte Video noch nicht gesehen habt. Schaut euch das alte Video kurz an, es ist sehr kurz, dann werdet ihr verstehen, wie die Batteriekapazität von einem Fahrzeug ermittelt wird und dann werdet ihr verstehen, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll diese Batteriezertifikate von verschiedenen Herstellern sind. Ihr habt das Video gesehen, gut, jetzt wisst ihr, wie schwer es ist, die Batteriekapazität von einem Elektrofahrzeug richtig zu ermitteln. Und dass die Batteriekapazität von einem Elektrofahrzeug nicht den Gesundheitszustand abbildet. Dazu komme ich jetzt gleich, denn das ist wichtig, denn immer wieder, wenn es um gebrauchte Elektrofahrzeuge gibt, egal in welcher Gruppe, kommen immer die ersten Kommentare und die sagen, du brauchst ein Batteriezertifikat, soweit, dass man sagt, ohne Batteriezertifikat würde ich kein Elektrofahrzeug kaufen. Und natürlich wird dieser Gedanke auch von verschiedenen YouTube-Videos begleitet, die da natürlich auch Provision bekommen bei jedem Verkauf von einem Batterietest. Und da ich absolut kein Interesse habe, hier auf dem Video etwas zu verkaufen, werden wir einfach nüchtern uns anschauen, bringen diese Batteriezertifikate überhaupt einen Mehrwert für euch. Das erste und größte Problem bei diesen Zertifikaten ist, dass als Laie und die meisten, die sich sowas anschauen, auch Laien sind, überhaupt nicht weiß, wie kann ich jetzt diesen Wert, der mir diesen Batteriezertifikat ausspuckt, einordnen. Ist das gut, ist das schlecht? Und das zweite Problem ist, dass die Werte, die dieser Batteriezertifikat auch ausspucken, tatsächlich nicht den Gesundheitszustand von der Batterie anzeigen, sondern was ganz anderes. Das ist aber ein Irrtum, teilweise aus dem Wort State of Health, was hier verwendet wird bei diesen Batteriezertifikaten. Denn die meisten Batteriezertifikate haben kein State of Health, sondern die zeigen einfach einen Kapazitätsverlust. Ja, teilweise auch Cell Imbalance, das haben wir auch im letzten Video besprochen. Zum Thema Cell Balance werde ich jetzt noch gleich was sagen, denn Cell Balance bedeutet einfach, wie balanciert alle Zellen oder beziehungsweise Packs sind. Es kommt auf die Architektur der Batterie an, aber idealerweise muss die Batteriezellen ausbalanciert sein oder die Blöcke, damit das Fahrzeug sich gleichmäßig auflädt und auch entlädt. Und bei meinem Fahrzeug, wie ich euch vor Monaten schon gezeigt habe, gab es einen katastrophalen Fehler. Das war ein sogenannten BMS A066, der führt zu einem BMS A074 und 79 und wie hier steht, Servicetermin bald buchen. In diesem Fall wird der Akku ausgetauscht. Was ist passiert? Die Spannung zwischen verschiedenen Blöcken war deutlich unterschiedlich. Es gab eine Differenz von etwa 100 bis 150 mV, teilweise 60, 90 und die Degradation, die sogenannte Degradation, lag bei 13 bis 14%, was einige Tage davor bei 6% war.
Und hätte ich jetzt hier an dieser Stelle einen Batterietest ausgeführt, dann würde Avilo mir einen katastrophalen Wert ausspucken. Cell Imbalance, 14% Degradation bei etwa 70.000 Kilometer, eine Katastrophe. Ich konnte natürlich durch mein Wissen über das BMS diesen Fehler beheben lassen. Man muss dem BMS Zeit geben, sich zu erholen, die Zellen auszubalancieren. Es muss richtig geladen werden, aber es müssen auch verschiedene Standzeiten auch beachtet werden. Und die Art von der Ladung ist auch wichtig, und das habe ich alles in diesem Video gezeigt. An dieser Stelle ist diese Denkweise ein bisschen gefährlich. Zum Beispiel, na gut, okay, diese Batterie war vielleicht in Ordnung, Avilo hätte da vielleicht einen Fehler gemacht, aber zumindest hat mich Avilo davor gewarnt, vielleicht ist die nächste Batterie dann kaputt und dann würde ich das nicht kaufen. Erstens ist das falsch, weil der Test kann falsch in beiden Richtungen sein. Er kann ja falsch sein in der Richtung, die ich euch gezeigt habe, dass er zeigt, dass eine gute Batterie schlecht ist. Dann ist es für euch vielleicht nicht so schlimm. Der kann aber auch so weit falsch sein, dass er eine schlechte Batterie eine gute Note attestiert. Und was überhaupt eine gute Note bedeutet, ist die nächste Hauptfrage. Denn immer wieder, wenn es um das Thema Batteriezertifikate geht, wird nach dem Gesundheitszustand gefragt, denn okay, man hat jetzt irgendwas in der Hand, aber was bedeutet das? 94%, 95%, wie ist das in Relation? Und immer wieder kommt diese Frage und immer wieder wird ein Link zitiert von Andreas Schmitz, der sogenannte selbsternannte Akkudoktor, der, wie ich euch jetzt zeigen werde, total falsch ist und der als Quelle bitte nicht verwendet werden soll. Ja, ich weiß, er hat es gut gemeint, aber Andreas hat einfach zu wenig Erfahrung mit Elektrofahrzeugen und BMS und teilweise auch mit den Batterietypen, denn es gibt auch Batterietypen und er hat teilweise falsche Daten verwendet. Das habe ich, wie gesagt, in anderen Videos schon mal erklärt. Wo ist das Problem bei seiner Darstellung? Das Problem ist, dass man hier eine X- und Y-Achse hat und diese basiert auf Kilometerleistung und den sogenannten SOH oder Kapazitätsverlust. Also erstens, Kapazitätsverlust, wie gesagt, ist ein dehnbarer Begriff. Das BMS kann sich überschätzen, unterschätzen. Und zweitens, hier fällt die kalendarische Alterung. Es muss noch eine Ebene geben über die Zeit. Es kann nicht einfach SOH und Kilometerleistung angegeben werden, denn die kalendarische Alterung, wie wir wissen, bei Lithium-Ionen-Akkus ist sehr ausschlaggebend. Und weil er auch teilweise im Bereich Hausspeicher unterwegs ist, hier gibt es eine große Differenz. Im Hausspeicherbereich sitzen die Batterien im Keller oder im HW-Raum bei 20 Grad. Bei Elektrofahrzeugen wird Gas gegeben, die Batterie wird auch sehr oft bei 100% stehen gelassen und das bei teilweise Minusgraden oder plus 40 Grad und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was den Degradationsverlauf deutlich beeinflusst. Das heißt, selbst wenn die kalendarische Alterung im Hausspeicher minimal ist, die ist nicht minimal, aber wenn sie deutlich minimaler ist sie im Elektromobilitätsbereich deutlich höher. Aus diesen genannten Gründen, weil die Speicher im Außenbereich sich befinden. So, und was bedeutet das jetzt für die Darstellung von Andreas? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Fahrzeug arbeite, 115.000 Kilometer eingebe und die Restkapazität von 92, sagt er mir, gut, das habe ich selbst mit BMS, mit dem Tool, ich bin auch von 100% auf 0% gefahren, das habe ich auch alles ermittelt, soweit so gut. Was ist aber, wenn ich jetzt eingebe 115.000 Kilometer und 89, da sagt er schlecht, und wenn ich jetzt 88, 87 Restkapazität noch eingebe, dann sagt er sehr schlecht. Hier bezieht er aber nicht die kalendarische Alterung mit ein, was es bedeutet, dass ein Fahrzeug, was 115.000 Kilometer nach 5 Jahren einen schlechten Wert hat, aber ein Fahrzeug, was nach 15 Jahren, sagen wir mal 10.000 Kilometer pro Jahr, 87% Restkapazität hat, das ist kein schlechter Wert, das ist ein sehr guter Wert. Das heißt, sein Tool ist überhaupt nicht ausschlaggebend. Ja, für Neufahrzeuge innerhalb der Garantie von 5-6 Jahren könnten diese Werte ungefähr stimmen, könnten euch eine Orientierung geben, aber für Fahrzeuge von 5-6 Jahren, da braucht man diese Restkapazität überhaupt nicht messen, denn im Idealfall sind die top, und wenn sie nicht top sind, dann muss der Wert einfach
deutlich runter sein, irgendwas bei 80% sein. Das Problem dabei ist, wie ich euch jetzt in dem vorigen Beispiel gezeigt habe, das kann man nicht wissen und das kann entweder in einer Richtung falsch sein oder in der anderen, und aus diesem Grund sind diese Werte, die die Batteriezertifikate an Restkapazität ausspucken, einfach der Momentwert, der jetzt gemessen wurde. Der kann aber keine Aussage treffen für die Zukunft noch für die Vergangenheit. Und wenn ich jetzt von Vergangenheit rede, dann beziehe ich mich auf Akkus, die ausgetauscht wurden. Und diese kommen in der Statistik bei Avilo oder bei dem Akkudoktor ungefragt auch mit. Sagen wir mal bei 100.000 Kilometer 95% und so weiter und so fort, und die verfälschen die Statistik. Die verfälschen auch die Daten von Avilo, und Avilo kann das natürlich nicht wissen, weil der Kunde jetzt keine Auskunft gibt, ob der Akku ausgetauscht wurde. Und es sind sehr viele Tests von Autos, die nach einem Akkutausch auch ein Avilo-Test durchgeführt wurden, und diese landen auch in verschiedenen Statistiken. Und natürlich wollen die Kunden wissen, was ist jetzt nach dem Akkutausch passiert, was habe ich an Modulen oder Batterie bekommen, und die machen so einen Test. Wie ich euch zeigen werde im Ende des Videos, das ist ziemlich unsinnig, denn man hätte auch mit einem OBD-Tool das gleiche erreicht. Wie dem auch sei, solche Tests landen in dieser Statistik und verfälschen die Statistik, und zusammen mit BMS und Kalibrierungsgeschichten sind das jetzt Daten, die einfach ungefiltert dort landen und keine Aussage über andere Fahrzeuge geben können. Immer wieder kommen wir auf das Thema BMS zurück, denn das BMS ist das Herzstück, und das BMS war auch Leitthema im letzten Video. Denn ohne die Daten vom BMS und ohne dass die Daten auch tatsächlich einigermaßen stimmen, denn das ist immer wieder eine Schätzung, kann auch das Auslesen über OBD-Tools mit Apps oder auch über Avilo, denn die Daten sind dieselben, nicht stimmen. Und jetzt zeige ich euch ein Video von Uwe Krüger. Da liest er immer wieder Batterien bei seinen Checks aus, und natürlich hat er auch durch seine Reichweite auch sehr viele Kunden, und er hat ja auch sehr viele Daten gelesen. Allerdings, wenn man falsche Daten liest und diese nicht analysiert, dann kommen solche Aussagen zustande. In dem Bereich BMS und Software gibt er auch selbst zu in verschiedenen Videos, dass er sich nicht auskennt, und in diesem Video wird das mehr oder weniger bestätigt, aber ich lasse euch das jetzt in Ruhe hören. Ich kann immer nur empfehlen, direkt die Werte aus dem BMS auszulesen und diese auch auszuwerten. Ob das BMS manipuliert wurde, ob das BMS nicht stimmt, das weiß man nicht, aber das BMS gibt dir die Werte, die der Akku hat. Ja. Basta. Wo ist das Problem bei der ganzen Geschichte? Also das BMS zu manipulieren, ziemlich unwahrscheinlich. Das BMS zu manipulieren, muss man quasi den Akku direkt angreifen und dort auf die Chips. Wahrscheinlich gibt es sehr wenig Leute, die das BMS manipulieren können. Kilometerstand kann man sehr leicht manipulieren, BMS sehr schwierig, denn wenn das BMS manipuliert wurde, kann es auch sehr schnell brandgefährlich werden. Die zweite Aussage deutlich interessanter, denn dann sagt er, wenn das BMS nicht stimmt, das wissen wir nicht, aber das BMS gibt die Werte, die der Akku hat. Also alleine die Aussage ist widersprüchlich, denn wenn das BMS nicht weiß, wie der Wert oder der Zustand vom Akku ist, dann kann er auch nicht den richtigen Wert rausspucken, und das ist genau das Problem. Man liest etwas vom BMS, ohne zu wissen, wie der Stand vom BMS ist. Und genau das sind solche Geschichten, die man beim Kunden erfragen muss. Da muss es auch deutlich mehr Tests als nur eine Auslesung geben. Und es ist auch der Zeitpunkt von der Auslesung wichtig, bei welchem SOC, bei welcher Zellentemperatur und so weiter und so fort. Aber selbst wenn diese Werte auch einigermaßen stimmen, dann kann es auch immer noch sein, dass das BMS nicht kalibriert ist, weiß nicht, wo oben und unten ist. Bei LFP gibt es auch noch die Geschichte, zumindest bei Tesla, dass der dynamische Puffer unter 0% auch, also das wurde auch von anderen Herstellern mittlerweile übernommen. Das heißt, man weiß hier überhaupt nicht, wie viel sind 100% auf 0%. Und das sind solche Geschichten, die mit BMS zusammenhängen. Und wenn jemand sowas sagt, BMS gibt die Werte aus, basta, dann zeigt sich einfach, dass er sich mit der Materie nicht genug beschäftigt hat. Das, was er macht, ist nichts anderes, als mit CanMyTesla die Werte auszulesen und diese auf ein Blatt Papier aufzuschreiben. Das kann jeder machen. Man braucht 10 Euro für die App und 20 Euro für ein Kabel.
Das sage ich jetzt nicht, damit ich jemanden schlecht rede, aber da sind Leute mit sehr viel Reichweite und sehr viele Leute hören auf die und es ist wichtig, solche Sachen klarzustellen, denn das BMS muss erlernt werden von dem Elektroautofahrer, wenn er sich mit dem Thema Akkukapazität beschäftigen will. Und ich sage euch immer wieder, besorgt euch ein OBD-Tool für euer Fahrzeug und ein Kabel. Ein OBD-Adapter kostet nicht die Welt, 15 Euro. Es gibt ja natürlich bessere für 30, 40, 50 Euro. Aber besorgt euch ein OBD-Tool, macht euch die Lesungen selbst von Anfang an oder zumindest ab jetzt. Und dann müsst ihr die Daten überhaupt nicht auswerten, macht einfach Screenshots von dem Zellimbalance, von den Zellen und so weiter und so fort. Und das einmal in der Woche oder nach der Ladung. Und dann habt ihr Daten von eurer Batterie schon von Anfang an. Und so könnt ihr im Falle, wenn etwas kaputt geht, dann habt ihr auch Daten als Logs. Es ist viel besser als einmalige Auslesung von Uwe Krüger, von Avilo oder wer auch immer, denn somit habt ihr ein Tagebuch von eurem Fahrzeug von Anfang an und das ist deutlich wichtiger als Daten, die euch so eine einmalige Auslesung von Avilo geben wird. Hier habe ich auch direkt ein Beispiel aus der Skoda-Gruppe. Da hat jemand das BMS vom Fahrzeug ausgelesen und hat etwa 69 Kilowattstunden geschätzte Kapazität gemessen, ist einmal auf 7% runtergefahren, hat das Fahrzeug dann vollgeladen und der Wert hat sich dann erholt auf ungefähr 71 Kilowattstunden. Das heißt 2 Kilowattstunden, das ist nicht wenig. Das ist eine Differenz von 3-4%. Und das würde zum Beispiel Avilo nicht auffangen, denn bei Avilo wird das Fahrzeug auf 7% runtergefahren, aber es wird nicht aufgeladen. Und sehr oft reicht einmaliges Aufladen auch nicht. Es kommt auf das BMS an, bei Tesla reicht das nicht aus. Und man braucht mehrere Auslesungen über mehrere Wochen, Monate und so weiter. Selbst aber wenn wir ausgehen, dass das BMS aus irgendeinem Grund perfekt kalibriert ist und richtige Daten liefert, bleibt noch die Frage, aus welchem Ursprungswert wird denn diese Referenz verrechnet. Denn wir können nicht einfach sagen 95%, denn wenn wir 95% sagen, müssen wir sagen, von wie viel genau. Und hier an dieser Stelle wird es sehr abenteuerlich, denn es gibt sehr viele Nuancen, die den Referenzwert, den Ursprungswert auch definieren und die sind vom Fahrzeug zu Fahrzeug und sogar Fahrzeugvariante und Fahrzeugbaummonat unterschiedlich. Wir haben jetzt schon ganz am Anfang ein Video darüber gemacht, über Brutto- und Nettowerte bei Elektrofahrzeugen, denn das ist auch ein Thema, was viele Elektroautofahrer ein bisschen verwechseln. Es gibt einmal den Bruttowert, das heißt der physische Puffer über 100%, den der Hersteller einbaut, zum Beispiel wenn Volkswagen sagt, Nettokapazität ist 77 Kilowattstunden, die verbauen 82 Kilowattstunden und nutzen das als Puffer, um diese Degradation aufzufangen und diese 100% nicht voll auszulassen. Das heißt, wenn du das Fahrzeug auf 100% lädst, dann ist es auf 95% geladen. Es gibt aber auch eine andere Geschichte und die nennt sich Software-Puffer. Das heißt, der Hersteller schiebt einen Teil von diesen 77 Kilowattstunden von der Nettokapazität unter 0%. Und hier wird es interessant, denn Avilo nutzt nicht die komplette Nettokapazität als Referenzwert, sondern die nutzen 100% auf 0%. Es gibt mehrere Probleme mit dieser Darstellung. Also zum einen hört sich das an, als wäre das einheitlich, dann kann man für alle Fahrzeuge einen einheitlichen Wert haben. Das ist aber nicht so, denn dieser Puffer ist dynamisch bei vielen Fahrzeugen. Zum Beispiel, wie ich euch gesagt habe, bei Tesla mit LFP, das wurde jetzt auch bei anderen Herstellern übernommen. Teilweise arbeiten die Hersteller mit Software-Updates, dass sie den Puffer auch erhöhen. Und in diesem Fall hier zum Beispiel haben wir einen Nissan Leaf, der ist auf dem Markt mit 62 Kilowattstunden angegeben, Bruttowert. Hier rechnet Avilo mit 59 Kilowattstunden. Wohlgemerkt von 100% auf 0%, aber bei Nissan Leaf weiß man nicht genau, wie viel Puffer da unter 0% sind. Und hier bei diesem ID4 aus dem Video, da rechnet Avilo wiederum von 100% auf 0% mit 74 Kilowattstunden und nicht mit 77, genau das, was ich gesagt habe. Porsche hat zum Beispiel mit einem Software-Update das Teil von der nutzbaren Kapazität erhöht von ca. 83 auf etwa 86 und wenn Avilo so einen Test durchführt und dann sagt 83 Kilowattstunden als Referenzwert am Anfang,
Sie berücksichtigten nicht mehr diese 3 Kilowattstunden, die dazugekommen sind. Und da kann natürlich der Referenzwert, dadurch, dass er niedriger war, einfach nicht mehr stimmen. Und es gibt noch eine Besonderheit, die ich auch wiederum in einem anderen Video gezeigt habe. Das ist die Besonderheit, Brutto wird zum Ausgleich von Netto genommen und damit wird auch die Degradation am Anfang versteckt. Was ist damit gemeint? Bei Kona und Niro, das ist ein sehr gutes Beispiel, werden geschätzt um die 70, 69 Kilowattstunden verbaut, physikalisch, also es gibt 69 Kilowattstunden Zellen. Es werden aber softwaremäßig nur 65 freigegeben. Einige Hersteller machen es so, dass diese 4 Kilowattstunden Puffer immer vorhanden sind. Das ist ein Protection, der immer da ist. Bei Kia und Niro hat man sich dagegen entschieden und man hat am Anfang 65 Kilowattstunden, so versteckt man die Degradation. Und sobald die ersten 4 Kilowattstunden aufgebraucht sind von diesem Brutto, erst dann fangen auch die tatsächlichen 65 Kilowattstunden zu wirken. Das heißt, wenn ich jetzt auf 100% aufgeladen habe, dann habe ich nur auf 90% ungefähr aufgeladen, circa 92. Und erst wenn ich diese 92 reale erreicht habe, dann fängt auch die angezeigte Degradation zu wirken, dann fängt auch das BMS ab 65 Kilowattstunden runter zu rechnen und diese 5, 6, 8 Kilowattstunden, die bleiben versteckt. Und was macht Avilo? Die zeigen 100% an. Das ist bei diesem Niro der Fall gewesen. Das ist auch bei InstaDrive gewesen, bei diesem Test. Und wenn ihr mir nicht glaubt, wenn ihr glaubt, ich erzähle hier Unsinn, dann könnt ihr euch genau anhören, was der Geschäftsführer von Avilo sagt. Und der erklärt genau dasselbe. Und das ist ein Allgemeinwissen schon seit 2019. Zumindest für Leute, die sich mit der Materie beschäftigen. Und wenn ihr auch das Datum euch anschaut von meinem Video aus März 2024 und das Datum von dem InstaDrive-Video aus Ende 2024, dann seht ihr, mein Video ist vor diesem Video erschienen. Das heißt, ich hatte jetzt schon das Wissen vorher und ich musste mich jetzt nicht auf dieses Video beziehen. Allerdings bestätigt auch der Geschäftsführer 8 Monate später genau dasselbe, was ich auch in meinem Video gesagt habe und was ich jetzt hier euch erzähle. Ich erzähle nicht irgendwas aus der Luft gegriffen, sondern ich weiß, wovon ich rede. Und genau das ist ein Problem. Man bekommt ein Zertifikat, auf dem 100% steht, real sind aber vielleicht 90%. Und genau aus diesem Grund ist das Wort Gesundheitszustand hier irreführend, denn ein Kapazitätsverlust, der sogar ein Software-Kapazitätsverlust von, sagen wir mal, 0% bedeutet nicht, dass der Gesundheitszustand von der Batterie 100% ist. Das ist natürlich Unsinn. Weder bei 100.000 noch bei 180.000 kann der Gesundheitszustand von einem Lithium-Ion-Akku 100% sein. Und das weiß der Hersteller, das weiß der Geschäftsführer auch selbst, der gibt das auch zu. Und trotzdem stellen sie so ein Zertifikat aus. Das ist aus meiner Sicht sogar fahrlässig und das ist deutlich verwirrend für den Endkunden, dass er überhaupt nicht weiß, was dieser Wert bedeutet. Als Gesamtpaket, wenn man sich das Ganze anschaut, zeigt sich, dass dieser Batteriezertifikat von Avilo, aber auch von anderen Herstellern, dazu komme ich jetzt gleich, einfach nutzlos ist. Denn es kann ja auch nicht sein, dass so ein Batteriezertifikat auf Werte basiert, die vielleicht falsch sind. Es kann ja auch nicht sein, dass er irgendwelche fiktive Werte als Referenzwert nimmt und es kann ja auch nicht sein, dass man diese Kapazitätsverluste als Gesundheitszustand verkauft. Und das Schlimmste daran ist, es kann ja auch nicht sein, dass der Geschäftsführer von diesem Unternehmen auch weiß, dass er die Zertifikate, die er ausstellt, auf falsche Daten basieren. Denn du kannst ja einfach nicht sagen, ein Fahrzeug bei 260.000 Kilometer hat nur 8% Kapazität verloren. Natürlich ist das durch solche Tricks der Hersteller die Kapazität für den Endkunden durch 8% verloren gegangen, aber die Kapazität von dem Gesamtakku und das, was vielleicht für die Garantie später mal auch gilt und auch daraus ergibt sich auch vielleicht der Gesundheitszustand einigermaßen, der ist vielleicht bei 86% oder vielleicht 84%. Und das ist eine irreführende Sache, die von vielen einfach 1:1 übernommen werden, die von vielen Elektroautofahrern einfach 1:1 übernommen wird, was natürlich sehr schlimm ist. Wieso ist das schlimm? Das ist sehr schlimm, weil ihr privat, aber auch als Händler oder wie auch immer mehr oder weniger dazu gezwungen seid, solche Zertifikate für jedes Fahrzeug auszustellen,
weil die Kunden das jetzt wollen und das sich mehr oder weniger eingebürgert hat. 100 Euro oder von mir aus auch 80 Euro, wie auch immer, für so einen sinnlosen, und da sage ich mit hundertprozentiger Überzeugung, sinnlosen Zertifikat auszugeben, ist eine reine Abzocke. Und wie gesagt, das wird mehr oder weniger nachgefragt, weil viele und mehr Leute das auch werben und die Leute sehen das als Vorteil an und die verstehen überhaupt nicht, dass man dasselbe, absolut dasselbe, einfach mit einem OBD-Tool erreichen kann, was Avilo mit schönen Zertifikaten, mit TÜV geprüft und so weiter und so fort und mit Unterschrift und mit Doktortitel und Pipapo euch verkauft. Und es gibt auch mittlerweile, wie gesagt, zigtausende Batteriezertifikate von verschiedenen Herstellern. EV Clinic, unsere Freunde, die ich jetzt in einem anderen Video schon mehr oder weniger zerlegt habe. Und es folgt noch ein weiteres Video, da werdet ihr staunen, was für ein Quatsch EV Clinic online erzählt. Und da werdet ihr auf jeden Fall eure Meinung über EV Clinic ändern. Auf jeden Fall Kanal abonnieren. Denn EV Clinic hat eine Reputation bei den Elektroautofahrern, insbesondere bei Tesla-Fahrern, als quasi das Beste vom Besten. Da kann man an denen Aussagen nicht rütteln. Und wenn die jetzt ein Batteriezertifikat ausstellen und solche Aussagen schreiben wie, ja, alle anderen sind doof und wir haben hier das perfekte Tool für euch gebaut, dann schaut man auch ein bisschen zu. Allerdings habe ich auf Reddit bei dieser Meldung auch einige kritische Meinungen gelesen und die Leute wachen ein bisschen auf, dass das, was EV Clinic sehr oft Quatsch ist, was die da erzählen. Und die haben, wie gesagt, ein auch Batteriezertifikat ausgestellt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das für andere Fahrzeuge sind oder ob für Tesla. Und die versprechen natürlich das Beste vom Besten. Da gibt es einen Teil Wahrheit bei dem, was sie sagen, und das, was ich jetzt hier in diesem Video gesagt habe, dieses sogenannte SOH ist einfach Kapazitätsverlust, momentan Kapazitätsverlust, und das kann man nicht heranziehen für eine Gesundheitsbewertung von dem Akku. Soweit, so gut. Allerdings muss man da auch ein bisschen bei denen auch hinschauen, denn wie gesagt, im nächsten Video werde ich euch zeigen, dass in sehr vielen Fällen wissen die überhaupt nicht, insbesondere Vanja aus Kroatien weiß überhaupt nicht, was er erzählt. Der weiß auch nicht, welche Batterien in welche Autos verbaut sind. Das alles werde ich, wie gesagt, am nächsten Video dokumentieren, wenn es um EV Clinic spezifisch geht. Aber bei deren Zertifikat geht es daraus, dass sie auch verschiedene Komponenten hinzugefügt haben und da haben sie diese sehr coole, sehr komplizierte Darstellung gebaut. Schaut man aber auf die Datei, dann steht ChatGPT drauf. Also die haben ja nicht mal die Datei geändert, da hat ChatGPT irgendwas rausgespuckt. Und dass viele davon nur Quatsch ist, sieht natürlich sehr kompliziert, sehr professionell aus. Aber wenn man genau liest, was da steht, dann sieht man, dass das absoluter Unsinn ist. Zum Beispiel hier ein Punkt, der sehr wichtig in der Gewichtung ist, wie reparierbar der Akku ist. Und da ist genau der Punkt, das, was EV Clinic sagt, dass das nicht reparierbar ist, muss nicht auch unbedingt stimmen. Denn das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Da erzählt EV Clinic sehr viel Unsinn, insbesondere bei Tesla. Und zum anderen, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, was interessiert mich die Reparierbarkeit von einem Akku? Das ist natürlich für EV Clinic, die sich darauf spezialisiert haben, Akkus zu reparieren, sehr wichtig. Aber ich zeige euch hier ein Screenshot von einigen Akkus, die man auf dem zweiten Markt findet, die sehr gut sind. Da braucht man überhaupt nicht mehr Akkus zu reparieren, denn es gibt so viele Akkus zu kaufen auf dem freien Markt zu einem deutlich günstigeren Preis als das, was sie jetzt euch reparieren werden. Und die kann man direkt 1:1 verbauen. Das sind Fahrzeuge, die vielleicht einen Totalschaden haben. Da ist der Akkukern gesund und dann kann man so einen Akku für 4.000, 5.000 Euro kaufen und fertig. Deswegen ist so ein Reparierbarkeitsfaktor bei so einer Berechnung absolut sinnlos. Denn die Reparierbarkeit eines Akkus hat mit dem Gesundheitszustand von dem jeweiligen Akku überhaupt nichts zu tun. Und der Test basiert natürlich auf Daten, die der Hersteller freigibt, und das macht nur Tesla. Und damit EV Clinic diese Daten bekommt EV Clinic den kompletten Zugang zu eurem Fahrzeug, so wie Tesla das bekommen würde. Und das ist ziemlich gefährlich, denn wie ich euch im nächsten Video zeigen werde,
dann werdet ihr 2- und dreimal überlegen, ob ihr Vanya the Legend eure Daten zur Verfügung stellen würdet. Und zum anderen hat sich Vanya the Legend auch überlegt, okay, die Leute sind ein bisschen schlauer geworden, die zahlen nicht mehr 7.000, 8.000, damit 2 Zellen ausgetauscht werden und der Akku vielleicht in einem Monat wieder kaputt geht, was jetzt in den letzten Zeiten passiert ist bei ihm und das er bemängelt hat, sondern die kaufen einfach neuen Akku und bauen den ein. Und das drückt natürlich das Geschäft und da hat man sich vielleicht überlegt, okay, was machen wir jetzt? Dann stellen wir ein Batteriezertifikat raus. Und das ist genau der springende Punkt. Diese Batteriezertifikate sind eine Goldgrube für viele und da ist so ein Funken in den Augen, wenn ich das sehe, wenn Sie jetzt über Batteriezertifikate reden, denn das ist ein Riesengeschäft, was jetzt kommt und wenn man pro Zertifikat 100 € verlangt, denkt ihr vielleicht mal, wie viele Fahrzeuge jetzt verkauft werden, dann werdet ihr sehen, dass das ein unglaublicher Geschäft und Geldmacherei ist. Und immer wenn viel Geld im Spiel dabei ist, dann sage ich Follow the Money. Follow the Money, denn das ist das Wichtigste. Verkauft euch irgendjemand etwas, was ihr vielleicht braucht oder nicht? Und in diesem Fall braucht ihr diese Zertifikate definitiv nicht. Und jetzt fragen sich diese Leute hier in den Kommentaren, wenn ich jetzt ein Batteriezertifikat nicht brauche, wie kann ich jetzt wissen, dass der Gesundheitszustand vom Akku gut ist? Erstens, der Gesundheitszustand von einem Akku ist ein bisschen überbewertet, denn ich habe euch gezeigt, die Akkus sind nicht mehr so teuer, die lassen sich auch austauschen. Ja, natürlich sind 6.000 bei einem Fahrzeug, was vielleicht 15.000 kostet, nicht wenig Geld, aber ich sag's mal, jetzt ist jetzt nicht das Ende der Welt, wenn das jetzt passieren wird. Nur damit man das in Relation setzt. Zweitens, ihr habt früher einen Verbrenner gekauft mit einem Motor, von dem ihr überhaupt nicht wusstet, was drin war. Da habt ihr auch nicht nach Batteriezertifikaten gefragt, sondern vielleicht nach Serviceheft und ob das Öl gewechselt wurde und ob die Intervalle dann eingehalten wurden und mehr nicht. Da hat ein Motorschaden auch fast zu einem wirtschaftlichen Totalschaden geführt. So weit, so gut. Hier habt ihr aber den Vorteil, dass ihr den Akkuzustand selbst auslesen könnt. Kauft euch gerne, wie gesagt, einen OBD-Adapter, OBD-Kabel und die Apps und könnt ihr das direkt verbinden und ihr werdet die gleichen Ergebnisse bekommen, wie wenn Avilo das ausstellen würde. Würde jetzt ein Händler das Auto verkaufen, der würde sich vielleicht querstellen. Es gibt auch nette Händler, die werden euch vielleicht ein Fahrzeug lassen. Bei einem privaten Verkäufer, wenn der jetzt Avilo Tools installieren würde, da braucht er auch Zugang zum OBD-Adapter. Dann muss er gezwungenermaßen, auch wenn er jetzt nicht das Geld ausgeben will, euch lassen an einem Auto und dann könnt ihr auch das auslesen. Wenn es jetzt ein zögerlicher Verkäufer ist, der irgendwie nicht genau weiß und nicht sicher ist, dann könnt ihr euch einfach das nächste Auto aussuchen. Es wird sicherlich genügend Autos auf dem Markt geben. Also wichtig ist, wie gesagt, das Fahrzeug selbst auszulesen und das zum Zeitpunkt des Verkaufs. Und zum anderen, ihr müsst auch den Verkäufer, beim Händler wird es ein bisschen kompliziert sein, aber bei einem privaten Verkäufer fragen, wie er das Fahrzeug behandelt. Und da müsst ihr euch natürlich nicht auf die Antworten vom Verkäufer verlassen, aber ihr müsst durch die Zeilen ein bisschen lesen und wenn er sagt, okay, ich habe eine PV-Anlage, dann sollte euch ein bisschen Warnglocken schon mal erscheinen. Da hat er vielleicht mal auf 100% geladen, da hat er vielleicht das Fahrzeug für längere Zeiträume mit 100% ist das Fahrzeug gestanden, wie hat er das Fahrzeug geladen, daraus erschließt sich, wie gut und wie kalibriert das BMS ist, fährt er Langstrecke, fährt er Kurzstrecke. Das sind so Sachen, Indikationen, die ihr auch nehmen könnt als Hinweis für den Akkuzustand und natürlich müsst ihr euch vorher informieren über das jeweilige Fahrzeug. Schaut in diversen Gruppen und Foren für die jeweiligen Fahrzeuge. Da gibt es ja oft sehr viele Meldungen. Wenn es ein Problem mit einem Akku gibt, wird es definitiv Meldungen geben. Ich habe euch das Problem mit Tesla gezeigt, mit den Panasonic-Batterien bei einigen bestimmten Fahrzeugen. Und das ist ein Thema im TFF-Forum. Da gibt es 400 Seiten. Ich weiß ja auch nicht mehr, wie viel es sind mittlerweile. Also die Akkus sind dort sehr anfällig und die Ausfallquote ist fast 100%. Also wenn ich weiß, dass ich so ein Fahrzeug kaufe,
dann muss ich davon ausgehen, dass der Akku auszuwechseln ist. Und das ist ja auch bei Volkswagen der Fall. Auf dem MEB-Plattform, da gab es auch eine Rückrufauktion, da gibt es bei Audi und so weiter und so fort. Informiert euch genau über den Batterietyp, der verbaut ist und wann das verbaut wurde, und schaut euch in diversen Foren und fragt herum. Die Informationen sind draußen, die werdet ihr definitiv beim Suchen finden. Das ist deutlich wichtiger, als wenn irgendjemand euch ein Batteriezertifikat ausstellt und das zeigt. Und wie ich auch gezeigt habe, diese Angstmacherei bei den Elektroautos, insbesondere gebrauchte Elektroautos, insbesondere bei Fahrzeugen unter 15 Jahren, 150.000 Kilometer, das sind mehr oder weniger Neufahrzeuge. Das hat mit Verbrenner nichts zu tun. Das ist bei Elektrofahrzeugen sind das deutlich robuster. Ja, es gibt einige Modelle, die Probleme mit dem Drive Unit haben und einige, wie gesagt, da müsst ihr euch für das bestimmte Modell interessieren. Aber wenn der Akku keine mechanische Probleme bekommen hat, zum Beispiel irgendwie geschlagen wurde oder wenn kein Wasser eingetreten ist oder wenn ihr jetzt keine Meldungen findet, dass schon vom Werk aus irgendwelche Probleme wie bei Tesla mit den Panasonic oder Volkswagen mit einigen Akkus hatte. Wenn diese Informationen nicht vorliegen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass der Akku ungefähr 300 bis 350 bis 500.000 Kilometer erreichen wird, ohne Probleme. Denn die Akkus, wie gesagt, wenn es jetzt keine mechanische oder Herstellerprobleme gab, ich würde natürlich kein Fahrzeug kaufen und da werde ich jetzt ein anderes Video oder vielleicht eine ganze Playliste machen mit Informationen für gebrauchte Elektrofahrzeuge. Ich würde jetzt kein Elektrofahrzeug kaufen ohne aktives Batteriemanagement. Was bedeutet das? Kühlung und Heizung, denn solche Akkus sind sehr belastbar für Hitze und für Kälte und die altern natürlich deutlich schneller. Da ist die kalendarische Alterung auch deutlich wichtiger. Und den gesunden menschlichen Verstand benutzen, wie früher mit dem Verbrenner, und dann könnt ihr nichts falsch machen. Macht euch nicht verrückt über Batteriezertifikate und wie gesagt, abonniert den Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video weiterleitet und verbreitet, denn es muss gesehen werden, denn dieser Wahnsinn mit dieser Batteriezertifikate muss aufhören. Danke fürs Zuschauen, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr zum Thema hält und bis zum nächsten Mal.